Jeder von uns hat sicher schon vor Entscheidungen gestanden, die in ihm Zweifel und den Gedanken, mache ich so oder mache ich so, erzeugt haben. Wie kannst du dem vertrauen, was du schlussendlich entscheidest? Wie kannst du vertrauen da rein, dass das auch für deine Seele, für deinen Seelenweg stimmig ist? Wenn es um Entscheidungen geht, in die ich vertrauen darf, meine ich natürlich nicht solche kleinen Entscheidungen wie, ziehe ich heute dieses an oder jenes, backe ich einen Apfelkuchen oder einen Pflaumenkuchen. Nein, ich meine die größeren Entscheidungen, wo auch unser Gewissen, unsere Werte, unsere Glaubenssysteme getriggert werden, angestupst werden. Die brauchen natürlich ein kleines bisschen mehr Zeit und machen wir uns nichts vor, mitunter gehen wir da mit uns ganz schön ins Gericht, egal wie wir uns entscheiden, so oder so. Besonders bei Entscheidungen, von denen auch Menschen in unserem direkten nahen Umfeld betroffen sind, tun wir uns mitunter schwer. Die Frage, die sich hier stellt, ist, entspreche ich Erwartungen von außen oder schaue ich darauf, was meinem Wertesystem entspricht, was mir letztendlich gut tut oder auch nicht? Und uns fällt dann auch natürlich dieser alte Bibelspruch ein, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das schafft mitunter ganz schöne Gewissenskonflikte. Was bedeutet dieser Spruch denn? Und ich sage das als jemand, der keiner Religion angehört oder je angehört hat. Doch wir leben ja alle in unserer christlich dominierten Welt, wo bestimmte Dinge von uns erwartet werden, weil sie eben dieser christlichen Tradition entsprechen. Lass uns noch einmal bei dem Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst bleiben. Jeder bibelfeste Christ wird seine Art der Auslegung dafür haben. Ich persönlich bin im Laufe der Jahre zu der Auffassung gelangt, dass mit diesem Selbst nicht das ego-basierte menschliche Selbst gemeint ist, sondern unser höheres Selbst, dieses gottgewollte, universelle Selbst, dieses höhere Selbst, das zu entfalten, das zu entdecken. Ich inkarniert bin in diesem Leben. Und in diesem Zusammenhang, wenn ich das so betrachte, dann schaue ich darauf, dass ich dem, wie ich gewollt bin, was ich bisher von mir in meinem Selbst schon erkennen durfte, authentisch bin. Und wenn ich das als Basis für meine schlussendliche Entscheidung nehme, dann werde ich mich unter Umständen abwenden von dem, was von mir aus dem menschlichen Außen erwartet wird. Das heißt, indem ich mir selbst in meinem höheren Selbst, meiner Intuition vertraue, darf ich letztlich auch meiner Entscheidung vertrauen, einfach nur meinen Seelenweg weitergehen und ihm vertrauen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Vertraue deinen Entscheidungen, vertraue deiner Intuition, vertraue dem Weg deiner Seele. Sei damit authentisch, sammle Erfahrungen und leiste auf diese Weise deinen Beitrag, deinen individuellen Beitrag im kleineren wie im größeren.